möchte heute ein paar Worte dazu sagen, was laut der israelischen Regierung eine Terrorbedrohung darstellt und was für sie Selbstverteidigung bedeutet. Ich fange an mit dem 10. August 2025. An dem Tag wurden 6 palästinensische Journalisten, die in einem Pressezelt vor dem Al-Shifa-Krankenhaus lebten, bei einem gezielten israelischen Luftangriff getötet. Netanyahu nannte dies ein tragisches Missgeschick. Ich denke, er nannte es nur so, weil die ganze Welt es mitbekommen hat. Die Bild titelte direkt mit: Als Journalist getarnter Hamas-Terrorist getötet. Ihr solltet euch was schämen. Und die dieses Schmutzblatt immer noch kaufen und vor allem lesen, ihr auch. Von ARD und ZDF wollen wir gar nicht erst anfangen. Zwangsgebühr für Lügen könnt ihr kassieren und mehr könnt ihr nicht. Mit den Journalisten gemeint war Anas Jamal Mahmoud al-Sharif, der seit Beginn des Genozids in Gaza immer unter Einsatz seines Lebens versuchte, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und zu zeigen, was in Gaza wirklich vor sich geht. Dies ist ihm sehr gut gelungen, so wie auch den ungefähr 300 anderen durch Israels moralischste Armee der Welt getötete Journalisten. Er hat gewusst, dass Israel alles daran setzen wird, seine Kollegen und ihn zum Schweigen zu bringen. In keinem Krieg zuvor wurden so viele Journalisten getötet wie in Rafah. Warum wohl? Vor kurzer Zeit dürfte ich einen Vortrag von Dr. Fadi Shukri zuhören, bei dem er uns bis ins Detail erzählte, was Ärzte und Patienten dort alles ertragen müssen. Denn auch jegliche Hilfseinrichtungen und Krankenhäuser werden von Israel als potenzielle Bedrohung angesehen und bombardiert. Genauso wie Schulen, Kindergärten und Wohnhäuser. Dr. Shukri war bis vor kurzem selber vor Ort, um den Menschen dort zu helfen. Er hat uns erzählt, wie es Schlimmes dort wirklich aussieht. Kaum Medikamente, Verbandszeug oder andere Materialien, die dringend benötigt werden, wenn sie versuchen, die Menschen wieder zusammenzuflicken. Und dies oft ohne Narkose oder Schmerzmittel und nur mit einem Handylicht ausgestattet. Er hat uns unter Zurückhaltung seiner Tränen davon erzählt, dass sie rational entscheiden müssen. Ihr um uns herum, könnt ihr euch vorstellen, was rational in diesem Zusammenhang bedeutet? Nein, ich erkläre es euch. Sie müssen entscheiden, bei wem sich eine lebensrettende Operation überhaupt noch lohnt und bei wem nicht. Und für die es sich nicht mehr lohnt, gibt es nicht mal Schmerzmittel zur Erleichterung. Selbstverteidigung, ja? Am Tag nach dem Vortrag machte ich mein Handy an und das Erste, was ich sah, wie die sogenannte moralischste Armee der Welt, das Al-Nasser-Krankenhaus, übrigens das einzige, was noch halbwegs intakt war, bombardiert hat. Und dies, während Ersthelfer versuchten, Menschen aus den Trümmern des vorausgegangenen Anschlags zu retten. Sie bezahlten dafür mit ihrem Leben. Alle. Also alles Terroristen, dass ich nicht lache. Wer soll das noch glauben? Macht endlich eure Augen auf. Es gibt so viele zivile Opfer, wie zum Beispiel Khaled und Riem. Die Geschichte der beiden hat mich gebrochen. Sheikh Khaled Naban, der Mann, der immer hilfsbereit war, wo man ihn gebraucht hat. So eine reine Seele wie dieser Mann hatte, gibt es sie kein zweites Mal auf dieser Welt. Bei einem israelischen Luftangriff am 29.11.2024 wurden 2 seiner Enkelkinder, der 5 Jahre alte Tarek und die 3 Jahre alte Riem, eiskalt umgebracht. Khaled und Riem verbrachten viel Zeit miteinander und hatten eine ganz besondere Bindung.
Nicht umsonst nannte er seine Riem The Soul of my Soul, was so viel bedeutet wie die Seele meiner Seele. Das spiegelt die ewige Verbundenheit der beiden wider und die große Liebe, die sie füreinander empfanden. Diese Liebe gab ihm die Kraft, weiterhin Gutes zu tun, nachdem ihm alles genommen wurde, und nicht in Hass durch Trauer zu versinken. Ich zitiere aus einem Interview, das er am 7.12.23, also vor dem schrecklichen Tod seiner Enkelin, gegeben hat. Wenn mir irgendjemand auf der Welt zuhören würde, dann würde ich ihm Folgendes sagen. Ich wünschte, ihr würdet den Krieg um der Kinder willen beenden, um dieses wunderbaren Volkes willen. Meine Enkelin Riem bedeutet alles, was schön ist für mich. Spricht so ein Terrorist oder eine reine Seele? Und dann gab es noch sie, Hind Rajab, die getrennt von ihrer Mutter mit Verwandten im Auto auf der Flucht war, während ihre Mutter sich zu Fuß durchkämpfte. Die israelische Armee, nicht zu vergessen, als moralischste Armee der Welt bezeichnet, umzingelte am 29. Januar 2024 dieses Fahrzeug und schoss insgesamt 335 Mal drauf. Die Schüsse sind ganz deutlich zu hören, während dem Gespräch mit dem Notruf, das Riem führte. Der Krankenwagen, der dorthin fuhr, wurde auch beschossen. Alle Insassen des Autos sind gestorben, Hind als Letzte. Sie musste alles mit ansehen, dieses gerade mal 5 Jahre alt gewordene Mädchen, das ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Hind Rajab, 5 Jahre alt, 335 Schüsse. Ich weiß nicht mehr, was ich weiter sagen soll, damit auch der Letzte versteht, dass es ein brutaler Genozid ist, den Israel durchführt und nichts anderes. Allerdings hat Israel nicht mit der Stärke der Palästinenser gerechnet und auch nicht mit ihrem starken Glauben. Deshalb wollen sie jetzt aushungern. Möge Allah ihnen beistehen. Meine letzten Worte richte ich an unsere Geschwister in Palästina. Bitte vergebt uns unser Versagen. Bitte vergibt uns, dass wir es bis jetzt nicht geschafft haben, unsere Politiker davon zu überzeugen, diese Angriffe zu stoppen. Unsere Herzen bluten mit euren. Ihr seid nicht allein. Ihr seid so stark. Ich bewundere euch sehr und sage euch voller Ehrfurcht: Wir retten nicht Palästina. Palästina rettet uns. Das mutigste und stärkste Volk der Welt, das seid ihr. Und ich verspreche euch, wir werden niemals schweigen, bis das Leid endlich ein Ende hat und ihr endgültig frei seid. Inshallah. Free Palestine. La ilaha illallah. La ilaha illallah. والشهيد حبيب الله. Es hat sich aber auch mittlerweile vieles geändert. Medien, Politik, der öffentliche Diskurs, der wandelt sich langsam. Viele Menschen wachen auf. Wir sind schon seit langem wach. Und ich rede nicht vom 7. Oktober, sondern von 1948. Und vor all diejenigen, die um uns herumstehen und das noch nicht von uns gehört haben: Wir verurteilen Gewalt und Terror in jeder Form. Aber Militäraktionen, die so geführt werden, die massenhaft Zivilisten treffen und humanitäre Zufuhr systematisch blockieren und die Lebensgrundlage eines gesamten Volkes entziehen, sind unmenschlich. Und das muss endlich aufhören. Palästina muss frei sein und die Menschen Palästina müssen endlich. Und die Menschen Palästinas müssen endlich ein Mensch.
heißt wegsehen und wegsehen heißt, das Leid mitzutragen. In Gaza sterben Kinder, Familien hungern und Menschen verlieren jede Hoffnung. Und das passiert nicht in einer fernen Welt, sondern jetzt in diesem Moment. Es geht hierbei nicht um Politik, Weltanschauung oder Religion. Es geht um Menschlichkeit. Jede Stimme zählt. Und jeder von euch kann Haltung zeigen, indem ihr euch informiert, indem ihr euch einsetzt, indem ihr klar macht, dass Menschenrechte für alle gelten. Ich rufe euch alle auf, die um uns herum sind. Werdet nicht zu stillen Zuschauern. Werdet Teil der Bewegung, die sich für Leben, für Würde und für Frieden stark macht. Kriegsverbrecher! 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 So, liebe Teilnehmer, jetzt möchte ich nochmal, wie jede Woche gerne, mit euch gemeinsam ein Gebet für Frieden und für Hoffnung sprechen. Lasst uns alle einen Moment innehalten, ob wir jetzt nun an Gott, an Allah oder woran auch immer wir glauben. Lasst uns auf unsere Gemeinsamkeiten berufen, unsere Hände und unsere Herzen öffnen und gemeinsam beten. Amin. Ja Allah, du bist Ar-Ra'uf, der überaus Gütige. Du siehst die Kinder, die unter Schutt begraben werden, die Mütter, die ihre Toten mit bloßen Händen bergen und die Väter, die ihre Familien nicht ernähren können. Ja Rahman, Ja Rahim, sei bei den Menschen in Gaza, den Verwundeten ohne Medizin, den Hungernden ohne Brot, den Vertriebenen ohne Zuflucht, den Trauernden ohne Tränen, weil sie keine Tränen mehr haben. Häuser werden zu Gräbern, Krankenhäuser zu Orten der Verzweiflung und doch rufen sie deinen Namen. Ja, Malik al-Mulk, beschütze die Unschuldigen, die dich suchen, segne sie mit deinen Gärten im Paradies, gib den Lebenden Standhaftigkeit und lass ihre Herzen nicht zerbrechen. Ja, Jabbar, mach aus jedem zerstörten Dach in Palästina einen Palast in deinem Paradies. Tell me what was yours.